Moin aus Miniatur Wunderland. Wir sind hier heute bei Julbi Wunderland, unsere VR-Attraktion, die wir vor 1,5 Jahren hier eröffnet haben. Und seitdem ist so einiges passiert. Und was genau, das sehen wir heute. Viel Spaß! Vor unserer Eröffnung damals haben wir uns viel im VR-Markt umgeschaut, weil wir natürlich unseren Gästen das bestmögliche VR-Erlebnis bieten wollen. Und damals sind wir dann auf einen Backpack-PC von HP gekommen, der zusammen mit einer Pimax-Brille bei uns in Verwendung war. Damals die Entscheidung dafür war recht einfach, da der Backpack-PC und diese Brille einfach das Bestmögliche für den Gast waren, viel Leistung im PC und in der Brille ein weites Sichtfeld. Nachteil hiervon war einfach etwas Gewicht. Die ganze Ausrüstung hat so 6-7 Kilo gewogen und das hat man etwas gespürt während des Erlebnisses. Nun hat sich mittlerweile im Bereich VR natürlich vieles verändert und wir sind nun an dem Punkt, wo wir auf eine neue Hardware umsteigen können. Wir werden in Zukunft bei 30 Minuten eine haptische Weste benutzen, bei der der Gast während des Erlebnisses sogar Berührung spüren kann, je nachdem, was gerade um ihn herum passiert, zusammen mit einer Android-basierten VR-Brille, auf der das Erlebnis läuft. Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Ausrüstungen basiert nun darauf, dass früher das Erlebnis als Windows-Anwendung auf dem Rucksack lief und dann über ein langes Kabel bis an die Brille gekommen ist. In unserer neuen Ausrüstung läuft das Erlebnis als Android-Anwendung auf der Brille selbst und wird direkt von dort auf der Brille angezeigt. Wir sparen uns also ein Kabel zum Rucksack und einen ganzen PC hinten am Rücken des Gastes. Und um das zu erreichen, muss im Hintergrund viel umgebaut werden. Neben dem Zusammenbau der neuen Hardware und der Umstellung der kompletten Experience ist auch noch nach kurzer Zeit ein neues Problem aufgetreten, was wir am Anfang gar nicht berücksichtigt hatten. Wir arbeiten hier ja mit diesen sogenannten Pulsaren für das Tracking der Hände und Füße und hatten früher auch damit unsere Props getrackt. Die Props sind an verschiedenen Stellen im Erlebnis eingebaut, damit unsere Gäste auch ein haptisches Element haben. Hier zum Beispiel können sie durch diese Kurbel Strom erzeugen. Diese Pulsare arbeiten über Infrarot. Wir haben hier die 160 Kameras um uns herum und auf diesem Pulsar sind hier die Infrarot-LEDs und jeder Pulsar hat individuell 4 verschiedene LEDs an. Und über das Muster können dann nachher die Kameras sehen, hier ist dieser Pulsar und sie wissen genau, das ist dieser Pulsar. Nun können wir hiermit mit diesen LEDs allerdings nur 72 verschiedene Muster erzeugen und früher hatten wir eben 22 der Muster durch diese Props gebunden. Das heißt, es waren noch 50 weitere Muster frei zur Verfügung. Mit der alten Ausrüstung, wo wir einfach nur Hand- und Fußtrecker hatten und sowohl der Helm als auch der Rucksack über ein altes, anderes Pattern getrackt wurden, wo wir also keine Pulsare brauchten, war das Ganze ausreichend. In der neuen Ausrüstung gehen wir allerdings am Helm auch auf diese Pulsare. Die neue Brille hat hier oben 2 dieser Pulsare drauf. Das heißt, wir brauchen jetzt plötzlich nicht mehr 4 Pulsare pro Gast, sondern 6. Und somit brauchen wir in der maximalen Spieleranzahl 48 freie Pattern. Das heißt, es würden nur noch 2 Pattern übrig bleiben. Und da wir immer gerne ein bisschen Reserve einbauen, haben wir sehr schnell gemerkt, okay, das funktioniert so nicht. Deswegen mussten wir auch hierfür ganz neue Tracking-Objekte erfinden, die wir nachher dann über Infrarot-LEDs ausrüsten können und die jeweils ein unterschiedliches Pattern haben und so unterschiedlich identifiziert werden können von den Kameras. Und für die neue Experience haben wir vor ein paar Wochen schon oben im Wunderland neue Hintergrundaufnahmen gemacht. Und das zeigt euch jetzt mein Vergangenheits-Ich. Ich habe hier diesen schwarzen Ball heute mal mitgebracht mit 6 Kameralinsen. Und was wir damit machen, schauen wir uns jetzt mal an. Bisher hatten wir im Hintergrund immer 360-Grad-Aufnahmen laufen, die die Anlagenkante gezeigt haben, sodass die Gäste in VR das Gefühl hatten, wirklich bei uns auf der Anlage zu sein und Menschen gesehen haben, die ihnen dabei zugeschaut haben. Diese Aufnahmen haben wir mit einer solchen 360-Grad-Kamera gemacht. Die Aufnahmen waren auch bisher immer ausreichend für die Hardware, die wir haben. Nun steht allerdings in der nächsten Zeit bei unserem 30-Minuten-Erlebnis eine komplette Systemumstellung an, wo wir neue Hardware, aber auch einen neuen Content schaffen werden. Mit der neuen Hardware würde man leider recht schnell merken, dass die Aufnahmen nicht so scharf sind, wie wir wollen. Netterweise hat uns allerdings Insta360 die Insta360 Pro 2 zur Verfügung gestellt. Bei dieser Kugel handelt es sich um eine 8K-fähige 360-Grad-Kamera. Und wir haben hiermit auch schon die ersten Testaufnahmen gemacht, damals in der USA in unserem Florida-Abschnitt. Und wir waren wirklich überrascht, wie gut die Qualität ist. Und jetzt ist heute das Ziel,
dass wir einmal an verschiedenen Orten hier auf der Anlage, zum Beispiel in Knuffingen, in Venedig oder auch der USA oder der Schweiz, nochmal 360-Grad-Aufnahmen mit der Kamera machen, um die dann später in unserem neuen Content im Hintergrund einbinden zu können. Hallo zusammen, wir von Firecoaster sind wieder hier in Hamburg, weil wir vor ein paar Monaten zusammen mit dem Miniaturwunderland beschlossen haben, dass wir auf eine mobile Hardware wechseln werden. Das hat vor allem das Ziel, die Experience sehr viel angenehmer zu machen. Man hat nicht mehr dieses schwere Equipment mit dem schweren Helm auf dem Kopf. Außerdem ist die Brille sehr viel schärfer als die alte Brille. Die größte Herausforderung dabei ist natürlich die viel geringere Leistung der mobilen Hardware. Wir reden hier von einem Faktor ungefähr von 20. Also die Backpack-PCs sind wirklich vollwertige Computer gewesen und jetzt haben wir hier halt natürlich ein sehr leichtes mobiles Gerät. Wir haben viel optimiert. Wir mussten umsteigen natürlich von einem Windows-System auf ein Android-System. Wir haben viele Bereiche vorgerendert, das heißt, dass die jetzt nicht mehr in 3D-Grafik auf der Brille selbst berechnet werden, sondern als Video im Hintergrund laufen. Aber trotzdem, denke ich, haben wir es hinbekommen, dass das in vielen Teilen besser aussieht sogar. Also wir haben die Qualität steigern können, das Bild ist schärfer, die Framerate, also die Bilder, die in der Sekunde angezeigt werden können, sind mehr geworden. Das heißt also, es ist einfach ein flüssigeres und sehr viel angenehmeres Erlebnis jetzt. Zusätzlich sind wir gerade dabei, auch neue Features einzubauen, auch auf der Hardware-Seite. Zum Beispiel eine Haptikweste, die auf die Experience reagieren kann in Form von Vibration. Diese Vibrationen sind auch lokalisierbar. Das heißt also, wenn in der Experience auf der linken Seite irgendwas zum Beispiel explodiert oder sowas, dann spürt man das auch wirklich auf der linken Seite. Und das hilft halt sehr, diese Experience, diese Immersion noch stärker zu machen. Also das Gefühl, dass man noch tiefer in diese Experience eintauchen kann. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir konnten euch unsere neue VR-Welt etwas näher bringen. Wir haben auf jeden Fall jetzt mega Bock, mit der neuen Technik in die VR-Welt abzutauchen und wünschen euch noch einen schönen Tag.